Mähroboter-Installation war jahrelang ein echtes Martyrium. Kabel vergraben, Antennen aufhängen, Beacons verstecken, I don't know. All das nur, damit dein Rasen automatisch gemäht wird. Aber in diesem Jahr ist das anscheinend alles Geschichte. Der Navimo i2 Leader Pro schmeißt alles über den Haufen, was du glaubst über Mähroboter zu wissen. Oder? Nach unserem Test können wir dir sagen, ob das ein leeres Versprechen ist oder die Wirklichkeit. Heute werden wir herausfinden, ist er wirklich so einfach einzurichten? Wie gut ist das Schnittbild? Wie gut ist die Hinderniserkennung? Wird er unsere Gartenzwerge verschonen oder zerhäckseln? Wie gut ist die neue LiDAR-Laser-Navigation tatsächlich in unserem Garten? Und ist der stolze Preis wirklich gerechtfertigt? Wir testen jedes Jahr jeden Mähroboter, den wir in die Finger kriegen, egal ob Ecovac, Streamy oder Navimo. Und wir testen das in Alltagsbedingungen, nicht in Laborbedingungen. Also finden heraus, funktioniert es wirklich auf deinem Rasen. Und wenn du keinen Test verpassen willst, auch in diesem Jahr, dann da unten ist der Abonnier-Button. Oder du schaust auf unserer Website vorbei, www.smart-home-fox.de. Da veröffentlichen wir auch detaillierte Testberichte. Willkommen beim Navimo rundum sorglos Video, und wenn du wissen willst, was das Teil im Shop aktuell kostet, ich habe den Link schon für dich ausgesucht, unten in der Beschreibung findest du den, kannst du einfach mal abchecken. Schon hier direkt nach dem Auspacken merkst du, hier, das ist kein Spielzeug, das Teil hat Power und ist wirklich auch sehr hochwertig verarbeitet. Hier oben dieser LiDAR-Sensor, der sitzt hier drin und der sieht aus wie bei so einem Elektroauto. Waymo lässt grüßen. Erster Eindruck, Daumen nach oben. So viel zum ersten Eindruck, aber jetzt lass uns nicht lange rumlabern und direkt das Teil einrichten und loslegen. Und das Versprechen beim neuen Navimo heißt Drop and Mow. Im Lieferumfang habe ich 6 montierte und 6 Ersatzklingen. Wir haben die Befestigungsschrauben, wir haben eine Kurzeinleitung dabei und natürlich ein Ladekabel, die Station und den Mähroboter. Und was nicht dabei ist, ist tatsächlich ein Begrenzungsdraht. Gott sei Dank, und auch keine RTK-Antenne mehr, die ich aufstellen muss und irgendwo im Zweifelsfall auf dem Dachgiebel anbringen muss, damit er die Satelliten sieht. Das funktioniert komplett ohne, oder soll zumindest. Und jetzt kartieren wir mal unseren Garten und gucken, wie einfach oder schwer das ist und ob es funktioniert. Let's go! Okay, der Navimo i2 Leader Pro soll sich angeblich mit Geosketch selbstständig die Karte erschließen. Wir gucken, ob das funktioniert. Automatisch kartieren, let's go. Der sagt, mein Rasen eignet sich nicht dafür. Also hier sieht man jetzt, welcher Rasen sich dafür eignet. Nur so ganz schnieke englische Rasen- und Gartenanlagen, aber wir probieren es trotzdem mal. Let's check it out. Vorbereitung. Erstmal den Rasen schön frei machen von Hindernissen und sowas. Das Gras sollte nicht höher sein als 7 cm und die Kameralinse muss sauber sein. Okay, danke für den Tipp. Die erste Zone markieren. Alles bereit für smartes Mähen? Verstanden. Jetzt hat er schon mal gesagt, Kartierung beginnt, aber er will mir hier den Joystick, diese Zone markieren. Das ist krass. Ich habe jetzt quasi die 2 Zonen meines Gartens markiert mit einem Klick sozusagen. Habe ich den dahin gefahren, einmal geklickt und jetzt macht er das alleine. Mal gucken, wie das Ergebnis dann am Schluss aussieht. Und tatsächlich sagt die App hier, der Roboter hält während des Kartierens 30 bis 50 cm Abstand zum Rand, aber er wird später automatisch die Kanten mähen. Verstanden. Beim automatischen Kartieren, da fährt er immer ein paar Meter weiter und scannt dann mit seinem LiDAR den Garten sozusagen, und es dauert relativ lang, muss ich sagen. Okay, wir sind jetzt hier mit einer halben Stunde am Kartieren, am automatischen Kartieren, und ich breche den Versuch jetzt mal ab. Ich nehme an, dieser Garten hier ist einfach zu kompliziert für das Gerät und wir gucken mal,
wie lange es dauert, wenn wir es manuell machen. Okay, geschafft. Nach dem dritten Versuch. Tatsächlich mussten wir feststellen, dass das Gerät dann doch nochmal ein Update gebraucht hat und dann hat es aber direkt sehr gut geklappt. Jetzt erstellen wir Zone 2. Das war gar nicht so einfach, bis wir es rausgefunden hatten. Da steht nämlich nicht weitere Zone hinzufügen, sondern du musst auf Begrenzung hinzufügen und dann geht's weiter. Okay, Zone 2 ist ready. Jetzt machen wir noch einen Übergang dazu. Und fahren rüber zur Zone 1 mit Lichtgeschwindigkeit. Also fast. Und jetzt Karte speichern und dann wird gemäht. Fertig mit der Einrichtung. Drop and Mow. Als ich das im Vorfeld vorbereitet habe, das Video, habe ich gedacht, Drop and Mow, das geht super schnell. Welchen dummen Witz mache ich? Ich habe gedacht, ich sag, heute Morgen habe ich ja länger gebraucht, meine Socken zu finden, als dass der Mähroboter die Karte erstellt. Aber jetzt haben wir tatsächlich 1 Stunde 33 Minuten gebraucht, um hier das ganze Ding aufzusetzen und zu kartieren. Das ist relativ lang, aber fairerweise muss ich sagen, wir haben nicht alle Updates drauf gehabt und der Roboter hat einfach angefangen, ohne das letzte kleine Update loszulegen und dann konnte man die Karten nicht speichern. Also mein heißer Tipp an dieser Stelle, hier zieh noch ein paar Mal runter und guck, ob wirklich alle Updates da sind, damit du dann auch unproblematisch einrichten kannst. Als es dann geupdatet war, haben wir tatsächlich nur so lange gebraucht, wie man hier einmal um den Garten braucht. Also da sah das schon sehr gut aus. Und jetzt gucken wir mal, ob das Teil auch mähen kann. Smarte Technik nervt richtig, wenn die App nicht funktioniert. Deswegen schauen wir jetzt mal rein bei Navimo und da sieht man, die App ist super logisch strukturiert, die ist schick, die ist benutzerfreundlich und alles, was ein Mähroboter braucht, Sperrzonen, weitere Rasenzonen etc., kannst du in dieser App finden. Das ist super aufgestellt. Und ein paar absolute Highlights, die ich sonst so noch nicht gesehen habe, ist zum Beispiel hier das Mowgate. Das kannst du einrichten, wenn du zum Beispiel mit deinem Nachbarn den Mähroboter teilen willst, machst du ein kleines Loch in den Zaun und sagst ihm, hier ist dein Mowgate. Und dann fährt er rüber zum Nachbar und mäht da auch. Oder was mir auch sehr gut gefällt, du kannst deine eigenen Muster kreieren und deinen Rasen sozusagen nach deinem Gutdünken frisieren. Richtig cool. Also alles in allem gefällt mir die App sehr gut. Die ist super schlank und effizient. Wenn du alles über die Navimo App wissen willst, dann schau mal in unser Video hier. Da haben wir eine ausführlichere Erklärung zu den verschiedenen Optionen. Was auch super spannend ist, wenn du hier draufklickst, dann siehst du, du kannst die Kartenansicht ändern von Standard in tatsächliches Gelände. Und da siehst du, wie der LiDAR-Laser tatsächlich das Gelände so ein bisschen eingescannt hat und hier irgendwie den Garten schon sehr genau kartiert hat und das mit grünen Flecken unterlegt hat. Wie lange der Mähroboter für deinen Garten braucht, das hängt hauptsächlich davon ab, wie gut er navigiert. Und das Spannende ist jetzt bei diesem Gerät, wir haben hier keinen Draht mehr zu verlegen, wir haben keine RTK-Antennen, sondern der LiDAR-Laser ist in diesem Jahr bei Mährobotern im Vormarsch. Man kennt es schon von Saugrobotern, jetzt auch im Mähroboter von Navimo, der LiDAR 210 Pro hat ihn hier oben drin sitzen. Und das ist in diesem Jahr eben der Unterschied. Die meisten kabellosen Mähroboter auf dem Markt nutzen Kameras, RTK oder Mix-Navigation, zumindest die von letztem Jahr. Das klingt gut, funktioniert aber unter bestimmten Bedingungen, hell, Empfang, Überdachung etc. und hat Probleme unter dichten Bäumen oder bei schlechtem Wetter. LiDAR kommt aus dem autonomen Fahren, es schießt Lichtimpulse 200.000 Mal pro Sekunde und misst die Rücklaufzeit. Das Ergebnis eine präzise 3D-Karte deines Gartens. Bei Tag, bei Nacht, unter Bäumen, immer. Der Navimo i2 110 LiDAR Pro geht noch einen Schritt weiter. Er kombiniert 3 Systeme gleichzeitig. Das nennt sich EFLS LiDAR Plus. Erstens Solid State LiDAR, anders als
mechanisches LiDAR hat er keine rotierenden Teile. Der ist robuster dadurch, langlebiger. Über 60 Zuverlässigkeitstests hat er schon bestanden. Er kratzt nicht, er bricht nicht. Das zweite ist die Netzwerk-RTK. Das ist Satellitenpräzision aus dem Mobilfunknetz. Keine eigene Antenne, kein eigener Mast nötig. Einfach per App verbinden. Kostet das erste Jahr nichts. Aber dann bist du angefixt und musst ab dann 30 € pro Jahr flashen. Aber das ist tatsächlich dann auch der Grund, warum wir wirklich kein Draht und keinen Mast benötigen. Und drittens die Kamera-KI. Für die Hinderniserkennung in Echtzeit. LiDAR sieht die Welt, die KI versteht sie. 70 Meter Reichweite, 4-mal schärfere Details als die Konkurrenzsysteme. Angeblich. Ist das nur Marketing oder wie zeigt sich das in unserem Test? Hier beim Mähen ist er erstmal 3 Runden um den Garten gefahren, hat den Randschnitt zuerst gemacht und sich dann langsam zur Mitte hingearbeitet und ist dann zu der gewohnten Bahnennavigation übergegangen und das sieht sehr gut aus. Er bewegt sich super schnell über den Rasen und lässt nichts anbrennen. LiDAR ist 2026 das, wo wir unsere Hoffnung reinsetzen, denn wir brauchen dadurch keine Antennen und Kabel mehr und es funktioniert hoffentlich zuverlässig und stabil. Okay, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir gucken, wie der Navimo mäht. Der Navimo i2 LiDAR Pro fährt in strukturierten Zickzackbahnen. Bei jedem Einsatz wählt er automatisch eine andere Mährichtung, pflegt den Rasen langfristig und verhindert Spurbildung. So zumindest der Hersteller. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man hier bei dem Präzisionsmähen einstellen kann, dass er überlappend fährt. So hat man wirklich hier keine Mähspuren. Das sieht gut aus. Der Schnitt ist super gleichmäßig. Die Mähbreite liegt bei 22 cm. Das sind 22% mehr als beim Vorgänger, dem i105e. Der hatte damals 18 cm. Auf dem Schneidteller sind 6 Messer statt 3. Das Ergebnis ist super. Wir haben ein schönes, gleichmäßiges Schnittbild. Und tatsächlich ist er ziemlich leise. Also man hört ihn nur so vor sich hin schnurren beim Arbeiten. Und er bewegt sich hier zwischen 49 und 60 Dezibel. Eher so um die 50, was wirklich kaum hörbar ist, wenn man sich in der freien Natur befindet. Bei der Schnitthöhe haben wir alles durchprobiert. Die Einstellung funktioniert reibungslos und er mäht auf jeder Stufe zwischen 2 und 7 cm wunderbar gleichmäßig. Den Randschnitt hat er direkt zu Anfang erledigt und er ist ungefähr 10 bis 15 cm an den Rand gefahren und hat gemäht. Das würde ich mal so ein bisschen als Standard aus dem letzten Jahr bezeichnen. Also hier sieht man bei Navimo tatsächlich in diesem Jahr noch keine Fortschritte. Oder? Das Mulchmähen bedeutet, er lässt die Schnittreste schön zerkleinert auf dem Rasen liegen und das ist so wie ein natürlicher Stickstoffdünger. Dein Rasen düngt sich sozusagen selbst. Schauen wir mal unter den Roboter und das siehst du, wie der Rasen rausfällt. Ich habe mich geschnitten. Die Messer sind super scharf und wir haben 6 davon. Das sind 3 mehr wie beim letzten Gerät. Und wir haben hier ein Mähwerk, das so ein bisschen flexibel aufgehängt ist für unebene Böden. Und wir haben sehr viel Profil bei den Rädern, was mir sehr gut gefällt, denn dadurch kann er klettern, oder? Und das Coole ist auch, dass er hier vorne so ein Rad nur hat und dass ich eben sehr flexibel drehen kann. So kann er auf der Stelle wenden und das ist viel schonender für den Rasen. Dann wird er nicht so aufgerissen, ne, wenn er die Kurve nicht so richtig kriegt oder so. Und das sieht man auch, bewegt sich sehr smooth durch die Gegend. Oder auch wenn er auf die Station fährt, dann ist er super vorsichtig. Das gefällt mir schon richtig gut. Der Navimo i2 110 LiDAR Pro ist für 1000 Quadratmeter Rasenfläche geeignet, während es in dieser Serie auch noch Geräte gibt für 2000 Quadratmeter oder für weniger als 1000 Quadratmeter. Da musst du einfach schauen, welches ist der richtige Mähroboter für dich. Und wenn du dir immer noch nicht sicher bist und noch mehr Beratung brauchst, dann schau doch mal in der Beschreibung. Da findest du einen Link zu unserem Mähroboterberater, der ist kostenfrei und da kriegst du eine Mensch-zu-Mensch-Beratung, du gibst deine Bedürfnisse ein, also deine Garteneigenschaften und wir schicken dir dann den aus unserer Sicht besten Mähroboter für dich. Einfach mal auschecken, kostet nichts und wie gesagt, Link in der Beschreibung.
Ein Garten ist einfach kein leerer Fußballplatz in der Regel. Gerade wenn du Kinder hast oder Haustiere, da liegen Spielsachen rum, da laufen Katzen rum, da spielen Kinder, da krabbeln nachts die Igel rum und sowas. Und deswegen ist es wichtig, dass die Roboter eine sehr gute Hinderniserkennung haben. Und was macht Navimo beim i2 LiDAR in diesem Jahr? Das Vision Fence System kombiniert Solid State LiDAR und Kamera KI. Es erkennt über 200 verschiedene Objekttypen auf 1 Zentimeter Genauigkeit. Also angeblich Gartenzwerge, Fußbälle, Füße oder Kakteen. Alles, was so in deinem Garten rumsteht, soll angeblich erkannt werden. Wir haben ihn absichtlich herausgefordert. Für diesen Test und für euch wie immer ein Bein ausgerissen. Und jetzt gucken wir mal, ob der Navimo meinen Fuß hier erkennt oder ob er ihn vielleicht überfährt. Fuß bei allen 5 Versuchen aus allen Richtungen erkannt. Der nächste Test kann kommen. Tut er mich überfahren? We will see. When you act a fool, just one of these days, you're gonna get played. Better watch your back, it's gonna get personal. Ich bin so froh, du hast mich verschont. Je kleiner das Hindernis, desto schwieriger. Helmut ist mein Zeuge, den hat es im letzten Jahr zerlegt. Deswegen haben wir seinen Bruder engagiert, Friedrich Fritze. Der muss dieses Jahr einspringen und wir gucken mal, ob der Navimo unseren Zwerg hier erkennt. Guter Navimo hat unseren Zwerg verschont. Dafür gibt es eine Gratisfahrt. Wenn der Gartenzwerg geschreddert wird, ist zwar traurig, aber nicht so schlimm. Wenn die Igel geschreddert werden, das wäre schon bitter. Deswegen jetzt unser absoluter Härtetest, der Igel. Dum, dum, dum. Er dreht brutal frühzeitig um. Dein Haustier ist sicher. Dein Gartentier auch. Stark. Rettet die Igel. Also das sieht schon gut aus bei Navimo. Ich habe ja in der App, wie erwähnt, den Haustier-Schutzmodus aktiviert und das hat unserem Igel hier auf jeden Fall einen entspannten Tag besorgt. Wow, auch der Ast, Schlauch, Kinderarm wurde direkt erkannt und nicht überfahren. Gute Nachrichten für alle, die Bock haben auf einen Navimo i210 LiDAR Pro oder 1 aus der Serie. Check mal aus, was es alles gibt. Unten in der Beschreibung findest du den Link mit den aktuellen Angeboten. Fazit zum Hinderniserkennungstest. Kombination aus Kamera und KI. Sieht sehr gut aus bei Navimo. Alle Hindernisse, wir haben es wirklich mehrmals mit jedem probiert, ja. Mit der Haustiererkennung, also in diesem sensiblen Modus, überhaupt gar kein Thema. Sieht sehr gut aus. Da hat er nichts liegen lassen, der LiDAR 2 Pro. Was für manche Gärtner auch wichtig ist, wie viel Grad schafft der Roboter. Der i2 LiDAR Pro schafft 29 Grad Steigung laut Hersteller. Das sind 55%. Und wenn du einen normalen Garten hast, wo nicht so krasse Steigungen sind, dann lohnt sich für dich auch vielleicht das Nicht-Pro-Modell. Die schaffen nur 45%, aber das reicht wahrscheinlich auch für die meisten Gärten. Und wir wollten natürlich wissen, ob der Hersteller uns hier die Wahrheit sagt. 29 Grad oder 55% Steigung. Und deswegen geht's jetzt in den Steigungstest. Und schau dir an, wie der Navimo LiDAR 2 Pro hier die Wand hochfährt. Das sieht schon richtig gut aus. Also, Steigungstest
Check. Overall einsortiert. Ist es nicht die krasseste Steigung, die der hier schafft mit 29%? Da gibt's Geräte, die können deutlich mehr. Wenn du einen Rasenmäher brauchst, der richtig klettern kann, bis zu 45 Grad, dann abonnieren seinen Kanal. Da kommen demnächst noch ein paar richtig spannende Geräte für dich. Die meisten Mähroboter schaffen es. 70 cm Durchfahrtbreite, ja, ist schon relevant. Es gibt ja in jedem Garten auch mal engere Stellen und mal weitere Stellen. 70 cm schafft der Navimo. Spielend. Leicht. Leichteste Übung. Das passiert, wenn jemand meinen Mähroboter klauen will. Natürlich musst du deinen Mähroboter hin und wieder warten, auch wenn die schon sehr robust sind. Der ist auf jeden Fall wasserfest. Das heißt, du kannst ihn auch dann einfach mal von unten abspritzen mit dem Gartenschlauch. Bitte nicht mit dem Hochdruckstrahler, dafür ist er nicht geeignet. Aber mit dem Gartenschlauch kriegst du es schon hin. Wenn das mal schmutziger ist als sonst, dann kannst du mal gucken, ob du so einen schönen ökologischen Reiniger nehmen kannst, mit dem du die Reinigung verbessern kannst. Es gibt sogar spezielle Mähroboterreiniger. Schau mal in der Beschreibung, da findest du einen Link, wenn es dich interessiert. Mit Rabattcode geht's direkt zum Shop. So richtige Reinigung, so eine richtige Grundreinigung würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, bevor du das Gerät einwinterst, damit er dann schön sauber seinen Winterschlaf halten kann. Ich würde abends so mal checken, ob die Kameras sauber sind. Die kannst du mit einem Mikrofasertuch schön abwischen. Und dann haben wir auch die Messer, die Klingen, die werden alle 3 bis 4 Monate wahrscheinlich abstumpfen, je nach Garten, je nach Gras, je nachdem, was du da alles rumliegen lässt. Auf jeden Fall kannst du die einfach abschrauben und Ersatzklingen sind ja dabei. Und wenn du neue brauchst, schau mal, der Link ist in der Beschreibung zu Ersatzklingen. Jetzt nochmal zurück zu den großen Fragen vom Anfang. Ist er wirklich so einfach aufzubauen? Drop and mow? Ich sag's mal so. Ja, ist super einfach, aber nur wenn du wirklich alle Updates gemacht hast, sonst wird's anstrengend. Setup alles in allem, ohne Kabel, ohne Antennen. 30 Minuten bist du durch. Wie gut ist das Mähbild? Tipptopp. Wir haben hier mit dem neuen System, mit den 6 Messern wirklich ein super schönes Mähbild. Das sieht richtig gut aus, sehr gleichmäßig und diese überlappendes Mähen, das du einstellen kannst, sehr schön. Die Navigation funktioniert einfach sehr gut. Der ist super flüssig unterwegs, zieht seine Bahnen und dann, wenn ein Hindernis auftaucht, hat er einfach alles erkannt, was wir ihm hingeworfen haben und er lässt sich dann nicht groß beeindrucken. Er erkennt es direkt, dreht um, fährt flüssig wieder in die andere Richtung. Daumen hoch, 2. Das ist jetzt einer der ersten LiDAR-Navigationsroboter, die wir getestet haben. Und ich bin wirklich begeistert. Das läuft einfach flüssig und funktioniert irgendwie besser wie alles, was wir vorher gesehen haben. Das lässt mich frohlocken für diese Saison. Wir testen auf jeden Fall noch einige Mähroboter mit LiDAR diese Saison. Und deswegen lohnt es sich für dich auf jeden Fall, unseren Kanal zu abonnieren. Dann verpasst du keinen dieser Tests. Also alles Gold, was glänzt. Wo ich finde, ein bisschen Luft hat er noch oben beim Randschnitt noch. Er fährt zwar, besonders wenn der Rand gleich hoch ist wie der Rasen, sehr schön mittig darüber, wie man es ihm quasi gesagt hat. Das macht er super, da schneidet er den Rand perfekt. Wenn der Rand höher ist als der Rasen, also zum Beispiel Steine, Randsteine oder sowas, dann bleiben so 10 bis 15 cm stehen und da muss man dann eben gelegentlich nacharbeiten. Außerdem ist uns aufgefallen, 1000 Quadratmeter soll er in total mähen können. Aber das nicht am Stück, denn der Akku reicht dafür nicht. Für unsere 400 Quadratmeter hier hat er einmal zwischenladen müssen. Und wenn man das dann hochrechnet bei 1000 Quadratmeter, dann sind es eben 2 bis 3 Mal, wo er zwischenladen muss. Wir testen das kontinuierlich weiter und gucken, wenn er dazulernt und seine Fahrten optimiert, ob das dann noch besser wird und halten euch auf dem Laufenden. Was kostet der Spaß? Wenn du das Teil in deinem Garten mähen lassen willst, dann check auf jeden Fall mal unten in der Beschreibung die aktuellen Angebote, da packe ich dir einen Link hin. Der UVP liegt zwischen 15 und 1600 Euro und das ist, ich sag mal, der Preis ist okay für diese Qualität, absolut vertreten. Für wen ist das Teil jetzt besonders geeignet? Ich würde sagen, für alle, die Bock haben auf Qualität und dafür auch bereit sind, den Preis zu bezahlen. Dafür steht Navimo wirklich jetzt schon seit längerem. Das hat auch bei dem wieder gezeigt, dass es einfach funktioniert. Es ist super unkompliziert, es funktioniert alles reibungslos. Die App ist top und
Das gefällt mir schon sehr gut. Wenn du einen relativ großen Garten hast mit 800, 600, 1000 Quadratmeter sowas, dann ist es vielleicht auch das richtige Gerät für dich. Wenn du jetzt einen kleineren Garten hast, so 300 Quadratmeter, 200 Quadratmeter, dann ist das vielleicht ein bisschen drüber, dann ist es auch zu teuer für dich. Da gibt es einfach günstigere Alternativen, die genauso gut sind. Dann würde ich lieber noch mal weiter gucken. Und wenn du weiter gucken willst, dann check mal unseren Kanal aus. Hier packe ich dir das Video hin zum besten Mähroboter in 2026. Und hier, vielleicht hast du Bock auf ein Auslaufmodell aus dem letzten Jahr. Beste Mähroboter 2025. Schau dir einfach mal rein und bis bald. Peace.